Genau in diesem Moment wird euer Internetverkehr, eure Nachrichten, eure Login-Daten und eure Passwörter von manchen Nationen, aber auch Einzelpersonen mitgelesen und gespeichert. Sie können mit diesen Daten zwar noch gar nichts anfangen, aber sie pokern darauf, dass sie in den nächsten 10 Jahren Quantencomputer haben werden, die die Verschlüsselung für sie brechen können. Dieses Verfahren nennt sich HNDL, Harvest Now, Decrypt Later, also jetzt die Daten mitschneiden und speichern und sobald wir können, schauen, ob da was Gutes dabei ist. Warum? Weil sensible Information von heute auch noch in 10 Jahren wertvoll sein kann. Eure Login-Daten könnt ihr natürlich einfach wechseln, aber medizinische Patente, Patientenakten oder gar streng vertrauliche Militär- oder Regierungsdokumente bleiben weiterhin wichtig. Und das ist eigentlich auch kein Geheimnis. Der Algorithmus, der unsere heutige Verschlüsselung bricht, also der Shor-Algorithmus, der die RSA-Verschlüsselung bricht, wurde schon 1994 von Peter Shor entdeckt. Aber was tun wir dagegen? Und was wurde vielleicht schon getan? Faszinierenderweise ist das Raten, welches Passwort ihr bei YouTube nehmt, noch heute ein Angriff, den Hacker gerne nutzen. Sie probieren Passwörter, die sinnvoll sind, die zu euch passen oder einfach häufig verwendete Passwörter. Und sowohl YouTube als auch ihr müsst natürlich dieses Passwort kennen, damit ihr euch einloggen könnt. Aber wie kommt es eigentlich zu YouTube, ohne dass jeder es mitlesen kann? Naja, früher war es völlig normal, dass man sich persönlich trifft, anschließend ein Geheimnis austauscht und mit diesem Geheimnis dann Daten verschlüsselt, die dann von Boten übertragen wurden. Zum Beispiel von einem Briefträger, einer E-Mail oder natürlich einer Brieftaube. Und jeder konnte dann natürlich diesen Brief abfangen, aber niemand konnte ihn lesen. Das ist allerdings ein wirklich umständliches Verfahren. Jeder von euch müsste persönlich bei YouTube vorbeilaufen, müsste bei mir persönlich vorbeilaufen, wenn ihr mir schreiben wollt, und wir müssten uns jeweils ein gemeinsames Passwort ausdenken, das wir auch nicht mehr ändern können. Im Jahr 1977 fanden die Mathematiker Rivest, Shamir und Edelman am MIT nach jahrelanger Forschung dann tatsächlich etwas, was die Welt, wie sie heute ist, überhaupt erst ermöglicht hat. Das erste echte asymmetrische Verfahren, das dann auch nach ihren Initialen benannt wurde. Das RSA oder RSA-Verfahren. Es funktioniert vereinfacht so. Stellt euch vor, ihr habt bei euch privat zwei riesige Primzahlen, also Zahlen, die nur durch sich selbst und durch 1 geteilt werden können. Ich habe auch solche zwei Zahlen. Wir halten die komplett geheim, das heißt, niemand kennt sie. Jetzt multiplizieren wir diese beiden Zahlen miteinander, sodass es eine gigantische Zahl ergibt, aber keine Primzahl mehr. Die teilen wir jetzt der ganzen Welt mit. Jeder darf sie haben. Wenn ihr mir jetzt eine Nachricht schicken wollt, auf Element zum Beispiel, dann nehmt ihr meine ultra riesige Zahl und verschlüsselt damit eure Nachricht. Jetzt kann lustigerweise niemand mehr, also nicht mal mehr ihr selbst, dieses Kauderwelsch zurück umwandeln in die Nachricht, die ihr geschrieben habt. Es sei denn, man besitzt die beiden Primzahlen, die meine große ganze Zahl erzeugt haben. Sprich, ich bin der Einzige, der eure Nachricht wiederherstellen kann. Es ist also ein asymmetrisches Verfahren, weil zum Verschlüsseln und zum Entschlüsseln zwei verschiedene Schlüssel verwendet werden. Und ihr könnt euch das wirklich so vorstellen, als würdet ihr offen in einem Gebäude miteinander reden, zum Beispiel im Restaurant, und jeder darf zuhören und ab einem gewissen Punkt versteht niemand mehr irgendwas, außer ihr beide. Es ist super einfach und es ist auch in wenigen Millisekunden zu entschlüsseln, wenn man den privaten Schlüssel hat. Aber wenn man den privaten Schlüssel nicht hat, dann ist das Ganze infeasible. Also zwar schaffbar, aber nur innerhalb einiger tausend oder sogar noch mehr Jahre. Denn so lange dauert es mit dem stärksten Supercomputer der Welt, alle möglichen Primzahlen durchzugehen. Oder aber man bricht diese RSA-Annahme. Denn wie ihr vielleicht gemerkt habt, wenn wir aus der großen Zahl die beiden Primzahlen wieder herausziehen können, dann könnten wir eigentlich alles entschlüsseln. Dieser Vorgang nennt sich Faktorisierung. Klar, aus Zahlen wie 6 ist das leicht. Hier zu faktorisieren gibt mir 2 und 3. Aber die Primzahlen, von denen wir hier reden, sind einige hundert Stellen lang. Hier, versucht mal das da in Primfaktoren zu zerlegen.
Ich warte so lange. Wenn ihr es schafft, diese Zahl zu faktorisieren, bekommt ihr übrigens 200.000 Dollar. Diese 617-stellige Zahl zu faktorisieren, dauert mit dem derzeit stärksten Supercomputer in Oak Ridge etwas länger, als das ganze Universum alt ist. Aber halt nicht mit Quantencomputern. Das Ding mit herkömmlichen Rechnern wie eurem Smartphone ist, dass alles schön binär ist. Entweder ein Bit ist eine 1 oder es ist halt eine 0. Haben wir 2 Bits, gibt es alles von 00 bis hin zu 11, also auch 01 und 10. Es gibt also 2 hoch 2 Möglichkeiten, weil wir 2 Bits haben, die jeweils 2 Möglichkeiten haben. Wir nennen diese Zahlen 00, 01, 10 und 11 dann demnach 0, 1, 2 und 3. Wenn nun jeder Möglichkeit eine Zahl zugewiesen wird, gibt es also mit 4 Bits jetzt die Zahlen 0 für 0000 bis hin zu 15 für 1111. Hiermit können wir natürlich ganz normal Mathe machen. Also 5 mal 3 ist 15 oder sagen wir 3 hoch 2 ist 9. Quantencomputer haben keine Bits, sie haben Qubits. Qubits sind auch 1 oder 0, aber nicht entweder oder. Qubits können in einer Kombination beider Zustände sein. Das ist eine sogenannte Superposition von 1 und 0. Wenn wir nun 2 Qubits statt 2 Bits haben, können wir nicht eine Zahl von 0 bis 3 darstellen, sondern wir können eine Superposition darstellen. Also die Zahlen von 0 bis 3 existieren gleichzeitig. Und wenn wir nun hier wieder 3 hoch unsere Superposition rechnen, bekommen wir nicht nur 3 hoch 2 gleich 9, sondern eine Superposition aus 3 hoch 0 plus 3 hoch 1 plus 3 hoch 2 plus 3 hoch 3. Also eine Superposition aus 1, 3, 9 und 27. Wir können also gleichzeitig so viele Operationen ausführen, wie wir Zustände haben. Und das heißt, für jedes einzelne Qubit, das wir mehr haben, verdoppelt sich die Anzahl an Operationen, die wir gleichzeitig laufen lassen können. Mit 2 Qubits kann ich nur 4 Berechnungen gleichzeitig ausführen. Mit 3 Qubits kann ich aber schon Zahlen von 0 bis 7 darstellen. Ich habe also 8 Zustände und kann gleichzeitig 8 Berechnungen durchführen. 4 Qubits heißt 16 Berechnungen. 10 Qubits heißt 2 hoch 10, also 1024 Berechnungen gleichzeitig. Das ist eine exponentielle Steigung. Wir haben übrigens etwa 4 mal 10 hoch 80 Teilchen in unserem Universum. Schon mit 268 Qubits kann ich alle diese Teilchen theoretisch gleichzeitig berechnen. Denn 2 hoch 268 ist die größere Zahl. Das ist unfassbar mächtig, hat aber natürlich einen Haken. Lesen wir den Inhalt dieser Superposition aus, können wir nur einen dieser Zustände lesen. Also alles andere verfällt. Wir können also entweder 3 hoch 0, 3 hoch 1, 3 hoch 2 oder 3 hoch 3 lesen, auch wenn wir alle 4 berechnet haben. Die große Herausforderung ist nun also, wie kriegen wir genau die Antwort aus all denen, die wir haben, von denen, die wir wollen. Das ist auch der Grund, warum für Gaming zumindest bisher ein Quantenrechner euch nicht wirklich was bringen wird. Zumindest noch nicht. Aber für den RSA-Algorithmus gibt es einen Trick, der eine Quantum-Fourier-Transformation benutzt. Ich erspare euch die sehr mathematischen Details an der Stelle. Was wichtig ist, Shors Algorithmus benötigt bei einem RSA-Schlüssel mit einer Länge von 2048 Bits, also den wir vorhin uns angeguckt haben, insgesamt 2 mal 2048 plus 3, also 4099 Qubits. Und dann ist der gelöst. Der aktuell stärkste Quantencomputer, der Osprey von IBM, hat 433 Qubits. Wir haben also noch Faktor 10 vor uns, würde man denken. Aber Googles Sycamore hatte nur 53 Qubits und stammt aus dem Jahr 2019. Dieses Jahr ist der Condor von IBM geplant, der 1121 Qubits haben soll. Wir haben also Faktor 21 mehr Qubits in 4 Jahren erreicht. Weswegen manche Forscher davon ausgehen, dass wir in 4 Jahren über 20.000 Qubits haben könnten. Wie gesagt, 4099 perfekte Qubits würden für Shors Algorithmus ausreichen.
Die hätten wir damit wohl schon in wenigen Jahren erreicht. Aber der Knackpunkt sind die perfekten Qubits. Im Jahr 2012 wurde geschätzt, dass wir etwa 1 Milliarde Qubits brauchen werden, um diese 4099 Qubits, die wir brauchen, perfekt abbilden zu können. Das Problem sind nämlich deren unfassbar mächtige Fehlerraten. Zunächst einmal gibt es das Phänomen der Quantendekohärenz. Qubits können ihren Quantenzustand, also die erwähnte Superposition, nur für eine wahnsinnig kurze Zeit aufrechterhalten. Interaktionen mit der Umgebung können dazu führen, dass sie ihren Superpositionszustand sofort verlieren und in einen bestimmten Zustand kollabieren. Dieser Prozess ist bekannt als Dekohärenz und stellt eine grundlegende Herausforderung für die Quantencomputing-Forscher dar. Aus genau dem Grund ist das Quantenrauschen ein riesiges Problem. Qubits sind extrem empfindlich gegenüber Störungen aus der Umgebung. Jede Art von Rauschen, also sei es zum Beispiel thermisch, sprich es ist zu warm, oder sei es elektromagnetisch oder sogar kosmische Strahlung, kann Fehler in den Zuständen der Qubits verursachen. Dieses Rauschen kann die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Quantenberechnungen wahnsinnig beeinträchtigen. Um diese Fehler, die durch Dekohärenz und Quantenrauschen entstehen, zu korrigieren, sind wirklich komplexe Fehlerkorrekturverfahren notwendig, die übrigens auch noch aktiv erforscht werden. Diese Verfahren erfordern jedoch eine wahnsinnig große Anzahl von physischen Qubits, um ein einziges logisches Qubit zu erzeugen, das dann am Ende eine geringe Fehlerrate hat. Sprich, um wirklich 4099 logische Qubits zu schaffen, brauchen wir deutlich mehr physische Qubits, um dieses ganze Kollabieren zu verhindern. Aber auch hier sind beeindruckende Fortschritte in letzter Zeit passiert. Zum Beispiel bessere Kühlung oder bessere Abschirmung. 2012 wurde wie gesagt geschätzt, dass wir 1 Milliarde Qubits brauchen für diese 4099 Qubits. 5 Jahre später, also 2017, schätzte man es auf 230 Millionen, also ein Viertel von dem, was wir 5 Jahre davor hatten. 2019 wurde es schon nur noch auf 20 Millionen Qubits geschätzt, die wir brauchen. Wenn wir nun also davon ausgehen, dass wir also jedes Jahr Faktor 5 mehr Qubits haben und Faktor 7 weniger für die Aufgabe brauchen, wenn sich dieser Trend wirklich weiterhin so exakt fortsetzt, könnten wir also schon in den nächsten 5 Jahren einen Quantencomputer haben, der RSA-Verschlüsselung auf diesem Niveau bricht. Eigentlich sogar schon in den nächsten 3 Jahren, aber wie gesagt, das Modell ist enorm vereinfacht und wir nehmen hier stark an, dass IBM überhaupt dieses 1121 Qubit-Monstrum dieses Jahr noch rausbringt. Aber trotzdem, das ist beunruhigend, oder? Ja, das ist beunruhigend. China ist bereits aktiv in der Sammlung und Speicherung von Daten, insbesondere von verschlüsselten Daten, beteiligt. Ein Bericht von Booz Allen Hamilton warnt, dass China als ein bedeutender Akteur im Bereich des Quantencomputing wahrscheinlich bald verschlüsselte amerikanische Daten sammeln wird, in der Hoffnung, diese dann später entschlüsseln zu können, wenn eben fortschrittliche Quantensysteme in Betrieb gehen. China hat in den letzten Jahren erhebliche Investitionen in diese Quantentechnologie getätigt und strebt an, bis Mitte der 2020er, also jetzt dann, die USA in vielen Quantenbereichen zu übertreffen. Die Experten des Berichts gehen davon aus, dass China in den 2020ern zunehmend Daten stehlen wird, die zur Fütterung von Quantensimulationen dann verwendet werden könnten. Und diese natürlich nicht die einzigen. Eine Reihe von Nationen sammelt einfach. Natürlich gibt das aber niemand offiziell zu, aber Daten fließen die ganze Zeit durch Netzwerke. Vodafone, Telekom, Telefonica können quasi alles mitlesen, was ihr tut. Sie können aber nichts Genaues davon lesen, weil alles verschlüsselt ist. Zumindest noch nicht. Wenn ich mir aber den Algorithmus mal anschaue, den Wikipedia für die Sicherheit ihrer Websites nutzt, ist das der X962ECDSA mit SHA-384. Das muss jetzt niemand mal sagen, aber dieser Algorithmus ist zumindest in der Theorie auch angreifbar, wenn man einen Quantencomputer zur Verfügung hat. Das also betrifft die Daten, die jeder von uns bei jeder Website hinterlässt. Kreditkarten, persönliche Informationen, Passwörter, E-Mails, doch auch VPNs für Firmen oder gar Server, die von Administratoren bearbeitet werden, sind natürlich betroffen. Und auch für die können schon die Daten mitgelesen und verarbeitet werden. Allerdings ist diese Zeit natürlich noch nicht gekommen.
Schwächere Algorithmen mit sehr kurzen Schlüssellängen können geknackt werden, das hat man gezeigt. Aber die Algorithmen, die wir einsetzen, sind bislang unangefochten. Trotzdem sollten wir uns natürlich nicht ausruhen und deswegen gab es einen Wettbewerb, an dem führende Mathematiker und Wissenschaftler versuchten, möglichst auch gegen Quantencomputer sichere Verfahren zu entwickeln. Dieser Wettbewerb ging schon über mehrere Jahre und war letztes Jahr zu Ende. Heraus kamen einige Algorithmen, die beispielsweise auf mathematischen Gittern basieren. Und für die ist noch kein Algorithmus bekannt, der mit einem Quantencomputer da irgendwas dran drehen kann. Das Problem bleibt jedoch: Daten werden ja in diesem Moment gestohlen und auch eure Nachrichten auf WhatsApp könnten ja später einfach entschlüsselt werden. Und das ist einigermaßen richtig. Wir dürfen aber eines nicht vergessen. Über asymmetrische Kryptographie, also das, was dann am Ende auch von Quantencomputern gebrochen wird, werden nicht unsere Nachrichten an sich übertragen, sondern nur unsere Schlüssel. Ich schicke euch damit sozusagen ein Passwort, mit dem ihr anschließend mit mir direkt kommunizieren könnt. Die eigentliche Nachricht, in der eure Kreditkartennummer steht, ist nach wie vor mit AES verschlüsselt, einem symmetrischen Algorithmus, der, soweit heute bekannt, auch mit Quantencomputern nicht gebrochen werden kann. Klar, wenn ich euer Passwort habe, kann ich das alles entschlüsseln. Aber hier kommt etwas wahnsinnig Wertvolles ins Spiel: Perfect Forward Secrecy. Perfect Forward Secrecy ist ein Attribut einiger Verschlüsselungsprotokolle, bei denen ein neuer und einzigartiger und vor allem sitzungsspezifischer Schlüssel für jede Sitzung generiert wird, die eine sichere Verbindung herstellt. Ihr habt also einen Schlüssel, der bleibt, und einen weiteren, der jedes Mal, wenn ihr auf eine Website geht, komplett neu erstellt wird. Das bedeutet, selbst wenn dieser Langzeitschlüssel eines Servers gestohlen wird oder irgendwann in Zukunft von einem Quantencomputer entschlüsselt wird, bleiben die sitzungsspezifischen Schlüssel erstmal sicher, da sie unabhängig vom Langzeitschlüssel generiert werden. Also, angenommen, ein Angreifer hat den verschlüsselten Netzwerkverkehr aufgezeichnet und wartet auf einen Tag, an dem ein leistungsfähiger Quantencomputer verfügbar ist, um die Verschlüsselung zu brechen. Wenn die Verbindung Perfect Forward Secrecy verwendet, wäre der Angreifer selbst dann, wenn er den Langzeitschlüssel knackt, nicht in der Lage, die aufgezeichneten Sitzungen zu entschlüsseln, da jeder Sitzungsschlüssel einzigartig und unabhängig vom Langzeitschlüssel ist. Die Sitzungsschlüssel werden nämlich nach jeder Sitzung von beiden Teilnehmern komplett gelöscht. Und wenn das korrekt gemacht wird und wenn die sitzungsspezifischen Schlüssel natürlich auch sicher gelöscht werden, nachdem die Sitzung beendet ist, dann gibt es hier gar nichts, was jemand nach der Sitzung noch tun kann, um diese Sitzung wiederherzustellen. Das ist also eine sehr effiziente Strategie gegen Harvest Now und Decrypt Later. Aber leider gibt es hier ein Aber. Wir haben zwar Postquanten-Algorithmen, aber es dauert eine ganz schön lange Zeit, bis sie von der Entwicklung bis zum tatsächlichen Einsatz kommen. Erst musste das Problem erkannt werden, dann Algorithmen erstellt werden, diese mussten geprüft, getestet und verbessert werden. Und das alles, ohne dass wir Systeme haben, die wir wirklich benutzen können, um es auszuprobieren, was wir da erforscht haben. Aber das haben wir bereits hinter uns. Mit den neuen Standards, die das National Institute of Standards and Technology in den USA veröffentlicht hat, können nun Programmierer auf der ganzen Welt diese Algorithmen programmieren. Das muss wieder getestet werden allerdings und natürlich vernünftig überprüft werden, und anschließend müssen die Nutzer, also Website-Betreiber, Entwickler von WhatsApp, von Signal und so weiter und so fort, diese ganzen Bibliotheken bei sich in die Software einbauen. Dieser Weg ist wahnsinnig lang und muss immer 10-mal gecheckt werden, damit Hacker nicht doch eine Türe finden. Auf der anderen Seite werden Quantencomputer derart schnell besser und es wird immer mehr an dieser Technologie geforscht. Wer auch immer schneller ist, könnte hier sehr gefährliche Dinge tun, die die Sicherheit von uns allen gefährden. Und so lange können Entwickler nur Perfect Forward Secrecy einbauen, das ganz gut funktioniert, um Harvest Now Decrypt Later, also irgendwann in der Zukunft, nicht geknackt zu werden. Aber wenn es Quantencomputer gibt, gibt es da wenig, was man machen kann. Verbindungen zu Servern via SSH oder das Signal-Protokoll haben übrigens schon Perfect Forward Secrecy. Das macht Harvest Now Decrypt Later natürlich um einiges schwächer, aber das Rennen selbst bleibt weiterhin spannend.
Am Ende bleibt zu hoffen, dass die Mathematiker, Hacker und natürlich Programmierer schneller sind als die Programmierer und Physiker, die Quantenrechner erschaffen. Sonst wird das Internet erstmal für eine ziemlich lange Zeit ein ziemlich unsicherer Ort. Ja, aber an der Stelle möchte ich einmal ganz kurz euch danken, dass ihr auch bei solch einem Video so lange dabei geblieben seid. Da ich die Videos hier für euch mache und immer mal wieder neue Dinge ausprobiere, ob sie euch gefallen oder nicht, habe ich mal eine Umfrage für euch fertig gemacht. Hier habt ihr die Möglichkeit, mich in eine gewisse Richtung zu leiten, die euch gefällt. Ich würde mich also riesig freuen, wenn ihr daran teilnehmen könntet. Das hilft mir natürlich, bessere Inhalte für euch zu erstellen, auf allen Plattformen, die wir so haben, denn für niemand anders mache ich das hier. Checkt deswegen auch ganz gerne immer mal wieder die anderen Kanäle aus. Ich poste zum Beispiel in letzter Zeit recht viele Instagram-Stories, seien es Memes oder aber sogar teilweise News, da ich aktuell einfach nicht zu den Shorts komme. Ich hoffe aber, das wird sich bald wieder ändern und wenn ihr Priorität bei den ganzen News seht, auch das dürft ihr mir immer gerne schreiben. Aber bis dahin, meine lieben Hexen und Hexers, bis zum nächsten Mal im Cyberspace.